Wir haben wirklich lange ausprobiert und waren kurz davor aufzugeben, weil wir so verzweifelt waren. Aber jetzt haben wir endlich eine Lösung gefunden. Wir haben stundenlang poliert an einem wirklich komplizierten Lack, wo allein das Polieren schon echt schwierig war, weil du einfach Probleme hast mit einem weichen Lack. Du hast Probleme in den Kanten, den Haze wirklich wegzubekommen, einfach weil der Lack nicht so einfach ist wie viele oder auch mittelfiele Lacke. Und am Ende willst du dem Lack noch das i-Tüpfelchen verleihen und willst ihn Langzeit versiegeln mit der Keramik. Und genau das klappt nicht, weil eben der Lack so kompliziert ist, dass du Wischspuren hast, dass das Lösemittel in der Keramikversiegelung komisch reagiert, dass du Wolken hast, dass du die Keramikversiegelung nicht auspolieren kannst. Und genau das hatten wir in dem Fall. Konkret 2K Unilack, das heißt ein Lack ohne Klarlack, der extrem empfindlich auf jegliches Lösemittel reagiert und schon bei dem weichesten Tuch Kratzspuren bekommt. Und wir wollten den Lack aber trotzdem Langzeit versiegeln, weil bei unserem Projekt wir einen sehr beanspruchten Lack haben, den wir zusätzlich mit unserer Aufbereitung auch noch weiter beansprucht haben und auch ein paar empfindliche Stellen, die vorher schon durchpoliert waren oder durchgeschnitten waren. Deswegen waren Wachs jetzt hier nicht die Option, sondern wir wollten eine Langzeitversiegelung aufbringen und sind dann am Ende darauf gekommen, nach langem Probieren, dass das neue Essi 3D Cerabit die optimale Lösung war, weil es einfach funktioniert. Generell ist das Problem, dass wir bei Keramikversiegelung sehr starke Lösemittel haben, weil einfach der, Wirkstoff oder der Rohstoff, der dann den Effekt macht, das Beading, Sheeting, den Glanz, den Selbstreinigungseffekt und so weiter, der muss einfach in einem starken Lösemittel gelöst sein. Und der Nachteil an einem starken Lösemittel ist, dass wir auch auf empfindlichen Lacken damit Probleme haben, weil sie den Lack weicher machen, bei so einem 2K Uni den Lack natürlich mit anlösen und wir deswegen einfach häufig Fahrzeuge haben, wo wir keine Keramik auftragen können, einfach weil der Lack so problematisch ist. Die Idee dahinter ist vielleicht erstmal für uns Detailer ein bisschen widersprüchlich. Die Idee ist, dass wir ein Produkt haben, was wir auf ein Auto eigentlich ohne es zu polieren auftragen können, was alle Unebenheiten füllt und das halt dauerhaft. Füllende Produkte sind kein Geheimnis, da gibt es Wachse, irgendwelche Waxcreams, Polituren, die Füllstoffe enthalten, aber die halten eben nur 1, 2 Wäschen. Bei Nanolex war die Idee, ein Produkt zu machen, was sich permanent mit dem Lack verbindet und eben so lange hält, wie es drauf ist, also mindestens vielleicht 50.000 Kilometer. Ob wir das als Detailer wollen, also ob wir Hologramme füllen wollen, dass man sie nicht mehr sieht, ist eine ganz andere Frage. Aber dieser Anspruch bringt für uns auch große Vorteile, nämlich eben auf problematischen Lacken, wo wir vielleicht mit Entfetterspuren zu kämpfen haben. Also Spuren, die ein entfettendes Lösungsmittel wie Alkohol, Silikonentferner oder andere Entfetter verursachen, indem sie den Lack weicher machen und dadurch beim Wischen Kratzer entstehen. Oder auch Bauteile, die wir nur von Hand polieren konnten oder wo wir mit der Maschine nicht reingekommen sind, wo wir vielleicht noch einen kleinen Mikrohaze haben, den man zwar draußen in der Sonne nicht sieht, aber unter unseren Lampen schon. Und in dem Fall kann so ein Produkt, was wirklich so leichte Kratzer auffüllt und zwar permanent auffüllt, wirklich eine große Hilfe sein, weil du dann einfach entspannter sein kannst und dem Kunden trotzdem optimales Ergebnis liefern kannst. Das heißt nicht, dass du jetzt anfangen sollst zu fuschen und irgendwelche Sachen zu verheimlichen, einfach zu versiegeln, aber es gibt dir einfach die Möglichkeit, Autos zu versiegeln, die du bislang nicht versiegeln konntest. Eine weitere Besonderheit bei diesem Produkt ist, dass das eins der wenigen Coatings auf dem Markt ist, die Festkörper enthalten. Also in diesem Produkt sind Nanopartikel drin, es sind Glasperlen. Das ist erstmal nichts Neues, da gibt es schon Produkte. Aber der große Vorteil ist, dass diese Glasperlen funktionalisiert sind. Das bedeutet, wenn du normal eine Glasperle hast, die ist halt nicht reaktiv. Das heißt, du hast einfach ein Stück Glas, wenn man so will. Das hilft dir aber nicht, weil dann kein Beading, kein Sheeting entsteht, beziehungsweise das vorhandene Beading und Sheeting schlechter wird. Bei dem Produkt ist es anders. Diese Glasperlen sind quasi selber nochmal gecoatet. Also es sind gecoatete Glasperlen in einer Keramikversiegelung. Das heißt, neben der hohen Schichtdicke, die wir durch die festen Partikel bekommen, perlt das Produkt gut ab, beziehungsweise vor allen Dingen läuft das Wasser gut ab. Also wir haben ein gutes Sheeting. Und das ist eigentlich der große Vorteil bei einer Keramik, weil mit einem guten Ablaufverhalten wird natürlich der Schmutz, der sich auf der Oberfläche befindet, mit dem Wasserfilm abgetragen. Also das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Ein zusätzlicher Vorteil ist die hohe Schichtdicke, die eben durch diese Feststoffe, die aber auch wieder versiegelt oder gecoatet sind, erreicht werden. Normales Coating hat so 0,1 bis 0,2 μ, gemessen im Querschnitt unter Mikroskop. Also man versiegelt ein Blech in der Regel, macht dann einen Querschnitt und misst oder guckt sich mit dem Mikroskop an, wie groß die Schichtdicke ist. Hier wurden um die 1 μ gemessen. Das bedeutet schon alleine das 10-fache von einem normalen Coating. Was bringt dir denn eine hohe Schichtdicke? Eine hohe Schichtdicke bringt dir einmal einen extremen Glanzzuwachs, weil du so einen Lupeneffekt hast. Du hast einfach eine extrem glänzende Oberfläche und du hast natürlich eine höhere Widerstandsfähigkeit und eine dickere Schicht in die Kratzer eindringen können, ohne den Klarlack zu erreichen. Also selbst wenn wir jetzt nicht von der eigenen Härte des Coatings sprechen, also überlegen, ob ein Coating den Lack härter machen kann, damit weniger Kratzer reinkommen, selbst wenn leichte Kratzer reinkommen, landen die erstmal nur in der Coatingschicht, die zum einen durch Wärme sich immer wieder regenerieren kann, also die Kratzer wieder
abgemildert werden können und zum anderen einfach den Lack darunter schont. Das ist der enorme Vorteil. Und während wir jetzt hier reden, kann ich auch sagen, warum wir das Produkt jetzt für den Lack anwenden. Wir haben hier einen 2K Unilack, der mittlerweile fast 30 Jahre alt ist. Wir haben viele Stellen, wo der Lack einfach durch ist. Es sind Schnitte drin, es sind Ecken durchpoliert worden. Es sind einfach Bereiche, die sehr, sehr empfindlich sind gegen Umwelteinflüsse. Und wenn wir jetzt es schaffen, hier ein Langzeitprodukt, also eine Langzeitversiegelung aufzubringen, die den Lack bestmöglich schützt in einer hohen Schichtdicke, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Oxidation und den Verfall des Lacks bremsen können, aufhalten können und dann immer wieder diese Schicht, also diese Coating-Schicht auffrischen können. Während ich jetzt die ganze Zeit spreche, ist hier schon eine Schicht Coating drauf und das sind schon 15 Minuten. Da kommen wir jetzt zu einem großen Vorteil in der Anwendung des Produktes, denn es kann sehr lange auf der Oberfläche bleiben. Nanolex spricht von um die 15 Minuten. Hier ist es natürlich auch so, wir müssen immer einen Testspot machen. Je nach Luftfeuchtigkeit müssen wir das Produkt abtragen, wenn es anfängt, so kleine Tröpfchen zu bilden. Dann ist es nämlich so weit abreagiert, dass es anfängt, quasi laienhaft gesagt, sich selbst abzustoßen und muss eben auspoliert werden. Eine Sache, die ich jetzt gerne unbedingt noch sagen möchte, ist, dass das Produkt neu auf dem Markt ist. Das heißt, es ist seit der Automechaniker draußen. Es ist Stand des Videos knapp 2 Monate und wir natürlich noch keine Langzeiterfahrung mit der Standzeit haben. Der Hersteller Nanolex gibt an bis zu 75.000 Kilometer, was wirklich lang ist. Und wir haben mittlerweile 10 oder 12 Autos unserer Kunden damit versiegelt, mit dem Hinweis, dass es ein Testprodukt ist und haben auch schon erste Autos zur Wäsche wiederbekommen. Und der erste Eindruck vom Produkt ist wirklich sehr, sehr gut. Alles Weitere müssen wir weiter beobachten und dranbleiben. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt genug vom Produkt selber geredet. Wir zeigen euch einfach mal ein bisschen die Anwendung. Wichtig bei dem Produkt ist, wie bei allen Coatings, dass ihr wirklich einen Testspot macht. Das heißt, ihr probiert einmal aus, wie lange dürft ihr es maximal drauf lassen. Wir haben es jetzt auf der Haube einen Tick zu lange drauf gelassen. Also nach knapp 20 Minuten haben wir ein paar Wolken gehabt, die mussten wir wieder mit Entfetter entfernen, nochmal neu beschichten. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man es beim Testspot rausfindet. Also hier der Sweet Spot, also die optimale Zeit sind so um die 5 Minuten. Da ist das Produkt lang genug drauf, lässt sich aber trotzdem noch wunderbar entfernen, schlierenfrei, highspotfrei. Und dann ist das quasi eure Zeit für das jeweilige Auto. Aber das gilt ja eigentlich für jedes Produkt, was ihr benutzt. Das Produkt sollte immer so lange wie es geht drauf bleiben, damit es halt wirklich in Ruhe reagieren kann, aber halt auch nicht zu lange, dass es Wolken bildet. Und wir haben jetzt hier eine wolkenlose Oberfläche auf 2K Uni, was für ein Coating wirklich eine Besonderheit ist. Natürlich müssen wir jetzt bei 2K Uni öfter mal das Auftragstuch wechseln, einfach weil auch das Lösemittel den Lack leicht anlöst, aber es funktioniert, ohne dass wir hier Probleme mit Haze oder Wolken haben. Deswegen für uns optimale Lösung. Wir ziehen jetzt mal weiter durch, ist noch ein bisschen was zu versiegeln und sehen uns danach wieder. Und hier mal ein Spezialfall. Wir haben hier eine ganz schmale Kante, die auch schon Lack ab hat. Das heißt, wir konnten hier einfach nicht wirklich gut polieren, sondern nur extrem mild. Deswegen ist sie noch ein bisschen matt. Und hier geben wir jetzt mal das Coating drauf und gucken mal, ob wir das Ergebnis verbessern können. Also die tiefen Kratzer hat es jetzt nicht entfernt und auch nicht abgedeckt. Die sind mit Sicherheit dicker als ein μ, aber wir haben wieder Glanz auf der Oberfläche. Also sie fällt nicht mehr auf, weil sie nicht matter ist als der Rest, sondern wir haben wieder eine schön glänzende Oberfläche. Hat seinen Zweck hier auf jeden Fall erfüllt und wir mussten nicht auf Teufel komm raus die durchpolierte oder durchgeschliffene Kante, was auch immer da passiert ist, noch erweitern und noch größer machen. Deswegen hier absolut top.
Das Auto ist fertig. Die Schnelligkeit der Verarbeitung ist bei dem Produkt auch ein großer Vorteil. Gut, ein Polo aus 94 oder 93 ist jetzt nicht der Maßstab für moderne Autos, aber für ein Fahrzeug Golfgröße brauchst du ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, je nachdem wie schnell du wirklich bist. Du kannst ja parallel überlappend arbeiten, wenn du per Testbot die richtige Abluftzeit rausgefunden hast. Also für mich auf jeden Fall ein weiteres Tool in unserer Werkzeugkiste für verschiedenste Herausforderungen. Ich glaube, es gibt nie das eine Produkt, was wirklich alles kann, sondern man braucht als Detailer verschiedene Tools für verschiedene Herausforderungen und verschiedene Ansprüche, und das SI3D Cerabyte ist auf jeden Fall ein weiteres Tool in meiner Werkzeugbox. Was die Langzeithaltbarkeit betrifft, kann ich jetzt wirklich noch nicht viel zu sagen. Wir haben das erste Auto jetzt mit knapp 15.000 Kilometern nach der Wäsche ungefähr hier gehabt. Sehr, sehr vielversprechend kann ich dazu nur sagen. Apropos Wäsche, Beading und Cheating-Bilder packen wir euch natürlich auch hier noch mit rein, dass ihr euch da von der Performance direkt nach dem Auftrag bzw. nach dem Aushärten überzeugen könnt. Wir geben euch dann in einem halben Jahr oder Jahr mal ein Update, wie so die Langzeitentwicklung mit dem Produkt ist, wenn wir wirklich eigene Praxiserfahrung haben und sagen können, wie viele Monate bzw. Jahre und auch Kilometer hält das Produkt denn aus. In diesem Sinne, alle verwendeten Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein. Und falls du jetzt sagst, boah, mir jucken die Finger, ich will das Produkt selber mal ausprobieren, willst aber nicht unbedingt kaufen, klar, dann verlosen wir auch noch 3-mal eine Packung SI3D Cerabyte, bestehend aus dem Produkt, Applikatortüchern und Applikatorblock, sodass ihr selber ausprobieren könnt. Wie gesagt, 3-mal ein Produkt. Gewinnspielbedingungen, Teilnahmebedingungen und was ihr dafür tun müsst, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich drücke euch die Daumen. Viel Erfolg.